Boah, ich krieg die Krise. Heute geht es um ein großes Tabuthema. Wenn Männer die Midlife-Krise kriegen, so mit 40 Jahren, kaufen sie sich ein Hoodie oder eine Harley, je nach Bankkonto. Gehen auf einmal wie die Blöden ins Gym und ziehen mit ihren dort neu gewonnenen 25-jährigen Kumpels um die Häuser. Und dann schwängern sie das Au-pair-Mädchen. Klischee? Nein. In der behüteten Bungalow-Siedlung aus einer meiner früheren Lebensphasen ist so etwas tatsächlich passiert. Nicht mir, aber fast. Ich krieg die Krise. Also, bleiben wir mal ganz ruhig. Was ist die Midlife Crisis? Ist das normal? Braucht man das oder kann das weg? Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Regierungskrise. Krisen sind doof. Krisen sind zu vermeiden. Das Wort Krise stammt natürlich wieder mal aus dem Griechischen und bedeutet Wendepunkt, Zuspitzung oder auch Scheidung, Entscheiden. Und es waren die medizinischen Gelehrten, die dieses Wort in viele Sprachen getragen haben, um den entscheidenden Punkt im Verlauf einer Krankheit zu bezeichnen. Den Moment, an dem sich entscheidet, ob der Patient gesund werden kann oder sterben muss. Diese ursprüngliche medizinische Bedeutung als Wendepunkt zwischen Leben und Tod bestimmt bis heute die Bedeutung des Begriffs Krise. Es ist etwas Dramatisches, was einen völlig überfordert. Ich krieg die Krise! Und es hat seine Bedeutung, dass man an einem Wendepunkt steht, etwas verloren. Und genau darüber reden wir hier aber. Und das geben dir die anderen Videos zu diesem Thema nicht. Wenn du an einem Wendepunkt stehst, wird eine Entscheidung von dir erwartet. Das verlangt das Leben von dir. Entweder das oder du lässt dich treiben, von anderen in eine Richtung drücken. Dann gibst du die Entscheidung über dein Leben aus der Hand. Und ich sage dir, das wirst du bereuen. Du kannst es so gut wie möglich in dich reinfressen. Du kannst es dir wegtrinken, dieses Problem tief in dir begraben. Aber, dass du in dem Moment der Entscheidung ein Fähnlein im Wind geblieben bist, das wirst du dein Leben lang bereuen. So wie viele Politiker, die Probleme aussitzen, keine Entscheidung treffen, aus Angst, dann nicht mehr gewählt zu werden. Ich war auch mal in der Politik und ich erlebe dasselbe in meiner Arbeit, die ich liebe, seit 20 Jahren, als Unternehmensberater und CEO-Coach. Viele Firmenlenker, viele Manager stehen vor Unternehmenskrisen und auch sie sitzen die Probleme aus. Sie haben Angst, vielleicht die falsche Entscheidung zu treffen. Aber keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Die Entscheidung, den Stillstand zu wählen. Und Stillstand ist immer Rückschritt. In einer Welt, die sich schneller wandelt als je zuvor. Genau dasselbe mit der Midlife Crisis. Eine super wichtige Phase in der Lebensmitte. Für Männer und Frauen. Eine wahnsinnige Chance. Keine Krankheit, keine Störung, sondern eine Zeit, innerlich anzuhalten und sich sein Leben anzuschauen. Jetzt habe ich die erste Halbzeit gespielt. Was mache ich in der zweiten? Schaut mal, das Leben ist irgendwann rum. Bums. Das ist extra so eingerichtet worden. Wer würde sich ein Fußballspiel antun, von dem man weiß, dass es unendlich lang dauert? Die Spieler würden sich nicht groß anstrengen, mit ihren Kräften haushalten. Sie würden auch Angriffe nicht verhindern, Tore nicht verhindern, weil sie ja genug Zeit für den Ausgleich haben. Ein ewig langweiliges Fußballspiel. Und so ist das mit dem Leben auch. Unsere Zeit ist begrenzt. Und wenn man 20 Jahre alt ist oder eben nach 20 Minuten im Fußballspiel, da denkt man, da ist immer noch alles drin, locker. Aber eins sage ich euch, die Standpauke in der Kabine kommt. Die hältst du dir dann selbst. Da ziehst du Halbzeitbilanz. Du weißt, du bist wahrscheinlich deinem Tod näher als deiner Geburt. Da denkst du dran, was du alles vom Leben wolltest, was du aber nicht gemacht hast. Und dann kommt die Krise. Du stehst am Wendepunkt und fragst dich,
Was mache ich aus meinem Leben, meinem Beruf? Ist das, was ich mache, überhaupt meine Berufung? Ist das meine Bestimmung? Was mache ich aus meinen Träumen? Ist das hier, was ich habe, wirklich das, was ich will? Oder stecke ich fest? Lebe ich das Leben so, wie es andere von mir wollen? Lebe ich das Leben eines anderen oder einer anderen? Lebe ich das Leben meiner Eltern? Das sind die Fragen des Lebens. Und zur Halbzeit fängst du endlich an, darüber nachzudenken, wie du dein Leben gestalten willst. Ab sofort, ab jetzt. Du wirst dir bewusst, dass du das nicht ewig aufschieben willst. Ja, Menschen werten das ab normalerweise als Sinnkrise und nennen das Selbstzweifel. Wie Menschen natürlich alles abwerten, was ihnen nicht normal erscheint. Und ja, viele in der Presse, in Stammtischen assoziieren die Midlife Crisis mit Sinnlosigkeit, mit Leere, mit Unzufriedenheit. Aber verdammt nochmal, diese Leere, die spürst du ja nur, wenn du sie nicht füllst, aktiv füllst, mit einem Lebenssinn, der dir ja offenbar verloren gegangen ist. Die Midlife Crisis ist also eine Chance. Wenn man nur die Symptome anschaut, deine Unruhe, ein von anderen sogenanntes triebhaftes Suchen, Unzufriedenheit und nur das sieht und sich nicht die Ursache anschaut, dann kann man auch nicht zu einer Lösung kommen. Und dann passiert das, was nicht passieren muss. Dass Menschen in eine Depression verfallen und sich an irgendwelchen oberflächlichen Äußerlichkeiten festmachen. Sie sehen ihre körperliche Attraktivität schwinden. Ja, natürlich schwindet die, wenn man nichts macht. Ich sag euch was. Ich habe mich körperlich nie besser gefühlt in meinem Leben als jetzt. Weil ich mir irgendwann gesagt habe, um körperlich fit zu bleiben, musst du jedes Jahr ab sofort jetzt 10% mehr machen. Jedes Jahr. Und das bringt uns zu 4 konkreten Tipps. Erstens, Midlife Crisis, das ist dein Weckruf. Und was machst du? Die Snooze-Taste drücken, um weiter in deinem Schlummerzustand vor dich hinzudämmern. Mein Rat, nimm die Fragen deines Lebens ernst. Sie entwickeln Momentum. Setze dich mit diesen Fragen auseinander. Also, Rat Nummer 1, nimm den Weckruf ernst. Und schon zweitens, rede mit dir. Werde dir klar, was deine Optionen sind. Schreib es dir auf. Ich könnte nochmal eine neue Ausbildung beginnen. Ich könnte in die Stadt meiner Träume ziehen. Ich könnte nach Mallorca gehen, so wie ich es schließlich gemacht habe. Ich könnte selbstständig werden. Übrigens auch eine meiner besten Entscheidungen. Ich könnte eine neue Sprache lernen. Das alles sind Dinge, die du vielleicht in deinem Kopf hast. Also schreib dir deine Visionen auf. Spiele damit. Und dann nimm diese Liste, nimm diese Vision und rede mit Menschen, die dir wichtig sind. Sprich natürlich zuallererst mit deinem Partner darüber. Zum Beispiel, dass dir eure Kommunikation nicht gefällt. Oder was du dir für eine Beziehung wünschst. Erzähl von deinen Vorlieben, die du neu entdeckt hast oder schon immer hattest. Und auch wenn dir das total strange vorkommt, worüber du das erste Mal redest, vielleicht fällt es auch auf Gegenliebe. Das findest du nie heraus, wenn du nicht darüber redest. Ich sage euch was, es ist das Allerbeste, Veränderungen mit deinem Partner, der dich lange kennt, den du lange kennst, zusammen zu gestalten und euch in diesem Prozess neu zu entdecken. In dieser Phase kann dir natürlich auch ein Coach helfen, der so etwas schon erlebt hat, der weiß, wovon er spricht. So, 4. Gib dir eine Auszeit. Bevor du dein altes Leben komplett hinter dir lässt, nimm dir Zeit. Komm zur Ruhe. Lass deinen Gedanken mal völlig freien Lauf. Sorge für Bewegung, gute Ernährung, viel Schlaf. Lad deine Batterien mal richtig auf. Ich sag dir, eines Morgens wirst du aufwachen und wissen, was du willst.
So war das in meinem Fall auch. Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ein halbes Jahr lang nichts getan. Leute haben mir gesagt, boah, du kommst ja total raus aus deinem Trott. Ja? Und ich weiß noch, ich sah da irgendwie ein paar Flusspferde so langsam in ihrem Trott auf dem ausgetretenen Pfad zum Wasserloch gehen. Ich fand dieses Bild so furchtbar. Ich dachte, ja, ich muss raus aus meinem Trott. Ich muss jetzt mal eine Pause machen, auch wenn natürlich alle sagen, dass es schwer ist, dann wieder reinzukommen. Genauso wie nach dem Urlaub es für dich schwer ist, wieder mit der Arbeit anzufangen. Aber ich habe diese Zeit gebraucht und ich sage, du brauchst diese Zeit auch, um mal über alles in Ruhe nachzudenken. So, 5. Wenn du es weißt, sei konsequent. Entscheide dich. Es ist dein Leben. Triff die Entscheidung für eine Veränderung. Ob es jetzt kleine Dinge sind, die du ändern willst, oder ganz große. Sobald du bereit bist, sobald du weißt, was du willst, wirst du auch die Kraft haben, das umzusetzen und durchzuhalten. Aber natürlich, du kennst das, wenn du etwas eingekauft hast, du wirst dir danach unsicher. Das ist immer die Reue, die kommt, die kognitive Dissonanz, so wird das genannt, die nach der Entscheidung dich befällt. Aber das kommt drauf an. Und das passiert ja auch nur, wenn du noch nicht voll mit dir im Klaren bist. Dann musst du halt zurück. Dann musst du halt zurück in die Analysephase, dir die Dinge nochmal genau aufschreiben, nochmal mit deinem Partner drüber reden, mit anderen drüber reden. Nimm dir die Zeit dafür, denn es ist dein Leben. Und natürlich, auch wenn die Seele ewig ist, dieses Spiel hier ist endlich. Also mach was draus. So, war das für heute genug? Genug Informationen? Dann gib mir bitte ein Like und abonniere meinen Kanal. Das bedeutet mir super viel und so kann mein Kanal auch wachsen. Und wenn du magst, hier ist noch ein interessantes Video für dich. Für heute wünsche ich dir von Herzen, du schaffst das.